Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Da wir schon mal eine Kaufberatung zu einem 997 Turbo gemacht haben, dachten wir machen das jetzt zu einem 996. Wir haben nämlich mehrere Anfragen darauf bekommen und da das ja eigentlich so der beste Einsteiger-Porsche für Tuning ist, da es bekanntlicherweise ein Turbofahrzeug ist, kann man die Autos natürlich dementsprechend gut umbauen. Da wir auch viele Gutachten dafür haben, haben wir das eine oder andere Mal da, um die Fahrzeuge umzubauen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt, worauf ist zu achten bei so einem Auto. Also wir starten direkt ganz vorne mit den Kühlern. Ist natürlich klar bei den Autos, die Autos werden schnell gefahren, sie sind dafür gebaut. Deswegen bekommen die natürlich ohne Ende Steinschläge ab. Jetzt hier schwarzes Auto, deswegen sieht man das natürlich auch besonders gut, überall wo ja, der Untergrund schon wieder durchguckt. Also das Problem ist bei den Autos, die Kühler sitzen direkt vorne vor. Die Gitter decken nicht besonders viel der Kühler ab, ist ja klar, soll ja auch Luft hingetragen werden. Das Problem ist halt aber, dass natürlich halt auch Steine aufgewirbelt werden, Dreck und sonstige Sachen. Deswegen sind in der Regel die Kühler meistens kaputt. Deswegen rate ich immer, wenn man sich so ein Auto kauft, immer als erstes nach den Kühlern gucken. Sagt man so, ja, ein Kühler kostet nicht so viel Geld, das ist richtig. Das größte Problem ist aber eigentlich die Arbeit. Und zwar die ganze Front auseinanderbauen, alle Kühler tauschen, alles rausnehmen, alles neu machen. Ist immer unglaublich viel Arbeit, die man sich halt einfach sparen kann, wenn man von Anfang an gleich ein gepflegtes Auto kauft oder ein Auto, was natürlich heile Kühler hat. Das Problem ist natürlich klar, Steinschläge, die werden undicht. Nächstes Problem ist Laub und Dreck, der da reinkommt. Die Feuchtigkeit sammelt sich da drin, daraufhin fangen an die Kühler zu korrodieren, rosten dann gegenseitig durch, sind dann natürlich auch undicht, super blöd. Gehen wir mal weiter. Was mir natürlich als nächstes sofort einfällt bei dem Auto ist, 996 Turbo ist mittlerweile halt schon ein bisschen älter, beziehungsweise ein älteres Auto. Die fangen an ab 2000, also um die 20 Jahre und älter. Viele Leute, die Sammler sind und sich so ein Auto gesammelt haben, immer schön wenig Laufleistung, immer in die Garage stellt, haben meistens noch die ersten Reifen drauf. Mit 20 Jahre alten Reifen 300 fahren ist meistens nicht so cool, also definitiv eine Sache, auf die man auf jeden Fall achten sollte, weil so eine Reifen sind für so ein Auto nicht besonders günstig. Da man nämlich immer Reifen mit Endkennung braucht, und zwar, ja, die haben eine Endkennung. Aus dem einfachen Grund, das Fahrzeuggewicht ist natürlich anders als bei anderen Fahrzeugen. Ich sage jetzt einfach mal doof, du kannst einen BMW oder einen Mercedes kaufen, die ungefähr gleiche Reifengrößen haben. Funktioniert auf dem Auto aber nicht, weil der natürlich extra dafür gemacht ist, der Hinterreifen, dass er auch das ganze Gewicht da drauf sitzt. Wenn man den jetzt natürlich von einem anderen Fahrzeug nehmen würde, den Reifen, hätte der diese Mischung nicht und man hat natürlich schnell einen Schaden. Möchte man natürlich vermeiden, also ist drauf zu achten. Machen wir mal weiter mit dem Thema Motor. Bei dem Auto jetzt leider ein bisschen schade, weil, wie man sehen kann, der sieht nicht mehr ganz wie 996 aus. 996 sieht eigentlich anders aus. Der hat schon 997 Luftfilterkasten drin und unser geändertes Y. Beziehungsweise es ist 997 Turbo Y, weil man sieht, dahinter ist auch eine 997 Turbo Ansaugbrücke. Wenn wir die Autos auf mehr Leistung als 670 PS umbauen, 850 oder mehr, fliegen die 996 Sachen raus und wir bauen alles auf 997, weil es halt erstmal Punkt 1 optisch schöner aussieht und Punkt 2 viel besser für das Power Output ist, weil damals, wie das alles konstruiert worden ist, war eigentlich nicht besonders gut. Damals gab es halt noch kein CAD und was weiß ich, wo man halt das alles schön am Computer konstruieren musste oder konnte. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, war es damals halt einfach nur nicht so gut. Ja, für ein Serienauto reicht es aus, aber für unser Tuning funktioniert es natürlich nicht mehr. Was ich jetzt eigentlich erzählen wollte zu dem 996 Turbo Motor. Es gibt 2, 3 Probleme. Das erste ist, normalerweise sitzt hier oben so ein F-Stück, da sitzen 2 Schubumlaufventile drin. Dieser Schlauch platzt gerne auf, hat natürlich zur Folge, das Auto hat unglaublich viel Leistungsverlust, was natürlich doof ist. Man kauft das Auto fährt sich unglaublich träge, man weiß nicht, woran das liegt, ist meistens sehr einfach, so meistens nur die Schubumlaufventile oben, sollte man auf jeden Fall darauf achten und vor allem, dass sich irgendwelche Aftermarkt-Schubumlaufventile reingekommen sind. Es werden gerne Aluminium-Schubumlaufventile verbaut, statt der Originalen. Ist erstmal der Gedankengang ist nicht schlecht. Das Problem ist halt aber, die Passung des Schubumlaufventils ist ja sehr genau. Wenn jetzt natürlich ein bisschen Dreck dazwischen kommt, was natürlich nie ausbleibt, dass irgendwo mal ein bisschen was drin ist, klemmen diese Schubumlaufventile. Was wieder zur Folge hat, dass dauerhaft an der Stelle Druck abgelassen wird. Das heißt, man gibt Vollgas, Ladedruck möchte aufbauen, funktioniert aber nicht, weil Schubumlaufventil öffnet, alles wird in die Atmosphäre geleitet. Eher schlecht, Lader überdreht nach kurzer Zeit, geht kaputt. Also definitiv wichtig, sollte man darauf achten. Nächstes Thema, die Autos haben natürlich Wasserprobleme, so wie es alle Metzger-Motoren leider haben. Es gibt mehrere Anbauteile von dem Motor, die aus Guss sind, wo diese Blechanschlüsse drin stecken. So, dieser Kleber von den Blechanschlüssen, der wird einfach hart, porös über die Zeit, bricht kaputt, die Anschlüsse fallen raus, also hat man Wasser überall. Gibt es beim 996, hat der 997 genauso. Also haben sie auch nicht daraus gelernt, machen beide Autos. Auch wichtig.
Ganz besonders Wasserpumpe. Wasserpumpe gerne kaputt bei den Autos. Ist eine ältere Generation, hat einen kleineren Pumpendurchmesser. Die Flügelräder sind deutlich kleiner. Die fangen gerne an zu eiern. Ich denke mal, die Lagerung war damals einfach nur nicht so gut. Daraufhin fängt an, Wasser dann über die Welle rauszulaufen. Hat man genauso Wasserverlust. Und natürlich das nächste große Problem, wenn der Motor natürlich nicht dementsprechend gekühlt wird meistens der Motorblock als erstes zu heiß und die Laufbuchsen, wo der Kolben sich drin bewegt, die sind in den Wasserkasten gesteckt und mit Gummiringen abgedichtet. Also es ist eine Nassbuchse. Das Problem ist, wenn da natürlich das Wasser zu heiß wird, gehen die Ohrringe kaputt und dann läuft das Wasser an den Ohrringen vorbei in den Brennraum oder noch schlechter, es läuft nach unten durch, gleich direkt in den Motorblock. Wenn es in den Motorblock läuft, vermischt sich natürlich das Öl mit Wasser. Hat natürlich große Probleme zur Folge, weil der Motor muss komplett aufgemacht werden und komplett revidiert werden. Also da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Sehr wichtig. Anderes Thema, wenn man schon unterhalb des Autos ist. Die Autos fahren ja noch mit K16 Turbolader als normaler 996 Turbo. Wenn man jetzt ein Turbo S hat oder zumindest das X51 Paket, Werksleistungssteigerung, sind da schon K24 Turbolader wie im GT2 verbaut. Das Ding ist, die Turbolader hängen ja sehr weit unten, hängen ja auch immer im Spritzwasser. Deswegen ist sehr wichtig zu gucken, ob die Wastegate-Stangen noch beweglich sind. Die rosten nämlich gerne fest bei den Autos, was natürlich auch wieder zur Folge hat, dass der Turbolader ausgebaut werden muss und überholt werden muss. Was bei so einem 20 Jahre alten Auto meistens nicht ganz so schön ist, was meistens zur Folge hat, dass Krümmerschrauben abreißen, Bolzen am Turbolader abreißen. Das heißt, am Schluss ist das Überholen des Turboladers der geringste Preis, sondern die ganzen Stunden, die ringsrum passieren. Durch Ausbohren, Ersetzen von gewissen Teilen wie Bolzen, Ausbohren, neues Gewinde schneiden, neuer Bolzen rein, ist halt leider sehr zeitaufwendig und deswegen kostet das am Schluss relativ viel. Also wie gesagt, wichtig, darauf achten. Dann, falls ihr die Möglichkeit habt, ist es immer gut, einen Tester dabei zu haben für die Autos. Die Autos werden mit Pivis 1 ausgelesen. Es gibt auch bestimmt irgendwelche China-Tester, die das können. Wir machen es natürlich mit Pivis 1. Man kann sich bei den Autos nämlich die Nockenwellenverstellung angucken. Funktioniert die oder funktioniert die nicht? Gleiches Problem wie beim 997 Turbo. Da dachten sie sind schlau. Beim 996 Turbo sitzen, soll ich das erklären? Man hat die Einlassnockenwelle. Auf der Einlassnockenwelle ist vorne eine Hülse drüber geschoben. Unter dieser Hülse sind 3 Spreizringe, wo Öl durchläuft, der zum Versteller gelangt. Da drin wird Öldruck aufgebaut und dann kann der Versteller verstellen. Ich glaube minus 30 Grad und 0. Also der kann nur Maximalverstellung, rechts, links. Was aber das Problem ist, diese Ringe haben so viel Vorspannung, dass sie sich abschleifen in diesem Gehäuse, wo sie drin stecken. Das heißt, sie werden dann irgendwann zu dünn, brechen und der Öldruck wird nicht mehr dahin geleitet, wo er hin soll, also keine Nockenwellenverstellung mehr. Was wieder zur Folge hat, dass das Auto sich sehr träge fährt. Das heißt, es fühlt sich so an, wie jetzt hätte man ein riesen Turboloch und von jetzt auf gleich gibt es vollen Punch. Er kann die Nockenwelle nicht dementsprechend verstellen, kriegt seine Füllung nicht hin, also keine Leistung untenrum. Ist natürlich nur möglich zu testen, wenn man einen Tester hat oder man hat ein Gefühl dafür und ist schon mal so ein Auto vorher original in einem 1er Zustand gefahren, dann merkt man das sofort. Thema Motor, gehen wir nochmal Thema Fahrwerk. So, jetzt gibt es zum Abschluss noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Dann sind wir mit dem Technik des Autos fertig. Wir gehen zwar gleich nochmal auf Interieur, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger letzter Punkt, der beachtet werden muss. Und zwar ist ein großer Sicherheitsfaktor die Tauchstange von den vorderen Stoßdämpfern. Der obere Anschraubpunkt, wo es am Domlager angeschraubt wird, dieses Stück fängt gerne an zu rosten. Ich würde es euch jetzt gerne zeigen, das Fahrzeug hat leider schon ein anderes Fahrwerk drin und natürlich ein Tieferlegungsfahrwerk, ein Gewindefahrwerk, deswegen sieht man jetzt hier nicht besonders viel. Bei einem Serienauto hat man deutlich mehr Platz, kann man schön drauf gucken. Also empfehle ich, sollte man auf jeden Fall nachgucken, weil was ist das für ein Problem? Wenn das da oben an der Stelle durchrostet, kann es natürlich sein, dass die Verbindung irgendwann zum Domlager abbricht. Das heißt, der Stoßdämpfer steht frei im Raum. Was natürlich nicht besonders gut ist, weil wenn man jetzt gerade 300 auf der Autobahn fährt über ein dolles Schlagloch und das geht kaputt, ist das Risiko sehr hoch, dass man sich wehtut und zwar mit dem Auto abfliegt. Deswegen ganz wichtige Sache, immer nachgucken. Deswegen ich empfehle es eigentlich fast jedem, der zu uns kommt mit einem 996 Turbo, meistens ein H&R Gewindefahrwerk einzubauen. Mit den Jungs arbeiten wir schon lange zusammen, die machen tolle Fahrwerke für die Autos. Wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht gerade unbedingt ein 24-Stunden-Rennen fahren, ist das meiner Meinung nach die perfekte Variante, die man wählen muss für so ein Auto. Fährt sich im Alltag mega, fährt sich bei hoher Geschwindigkeit gut. Mega. Also ich kann immer nur empfehlen, am besten gleich ein H&R Gewindefahrwerk reinstecken und ein paar neue Domlager. Dann hat man mit dem Thema nämlich zum Glück auch Ruhe. Eine Sache nochmal zu guter Letzt, und zwar die Scheinwerfer bei den Autos. Also man sollte schon darauf achten, dass man sich ein Fahrzeug kauft mit sehr gepflegten Scheinwerfern oder recht gut gepflegten Scheinwerfern. Das ist jetzt ja das Facelift-Modell. Es gibt nämlich das Problem bei fast allen Autos, die vergilben unglaublich doll.
sagt man, ja, kannst du aufbereiten. Wenn man jetzt ganz Regelkomfort ist, darf man es eigentlich nicht aufbereiten, weil man schleift ja was von der Streuscheibe ab und das Licht würde anders fallen. Also theoretisch müsste man eigentlich neue kaufen. Wenn man so einen Scheinwerfer gebraucht kaufen möchte, in einem guten Zustand, bezahlt man pro Scheinwerfer 1.500 €. Es ist unglaublich, wie teuer diese Teile geworden sind, weil es gibt ja auch das 4-Facelift-Modell, was ja gerne mal beim Carrera sieht man den ja sehr, sehr oft als 4-Facelift, wird dann gerne auf Facelift umgebaut, ändert man den Kotflügel, Motor, Haube, Scheinwerfer. Ja, da das viele Leute machen, weil der 4-Facelift-Scheinwerfer nicht besonders schön aussieht, sind natürlich dementsprechend die Teile dafür teuer. Also definitiv drauf zu achten. So, wir sitzen jetzt hier im 996 Turbo, gucken uns das Auto mal von innen an. Muss man aber ehrlicherweise sagen, bei dem gibt es eigentlich nicht viel zu beachten im Innenraum. Klar, ist natürlich doof, sich ein Auto zu kaufen, wo relativ viel abgegriffen ist, weil es sehr schwierig ist, schöne Interieurteile für die Autos zu bekommen. Sie sind halt einfach mittlerweile 20 Jahre alt und älter und nach 20 Jahren, finde ich, darf sich so etwas auch ein bisschen lösen. Deswegen kaufen sich meistens viele von unseren Kunden ein günstiges Auto, was nicht besonders gut im Zustand ist, und lassen ihn meistens neu bei uns aufbauen. Sprich, neues Interieur, neue Lackierung, Fahrwerk und so weiter. Hauptsache, Auto ist am Schluss wieder toll. Ist aber nicht das, worauf ich hinaus wollte. Was ich zeigen wollte, ist das Handschuhfach. Es gibt Autos mit Handschuhfach, es gibt Autos ohne Handschuhfach. Hat eigentlich nur was mit dem Auslieferungsdatum zu tun. Vor Facelift und nicht Facelift. Darüber erkennt man sie sehr gut. Oder zum Beispiel, wenn die noch dieses ganz kleine alte Kettenradio haben. Der Kollege war zum Glück ein Facelift-Auto, deswegen das Radio, DIN 2 Radio drin. Der hat auch schon zum Glück ein Porsche Classic Radio bekommen, beziehungsweise da gibt es ja diese Backdate-Radios, PC M3 heißt das beim 997. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es beim 996 heißt. Ich denke wahrscheinlich genauso. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil man hat im Prinzip die 991-Logik eines Radios in dem Bauteil drin. Sieht original aus, fügt sich gut und funktioniert mega. Also kann ich jedem nur empfehlen, für 996 und 997 sich so etwas nachträglich nachzurüsten, weil man holt das Auto schon deutlich in die modernere Zeit. Man hat Apple CarPlay und so weiter und so fort. Macht natürlich das ganze Benutzen des Autos deutlich angenehmer. Ja, sonst gibt es von meiner Seite aus nicht mehr viel zu sagen. Ach genau, falls einer ein schwarzes Interieur verkauft für so ein Fahrzeug, würde es mich sehr freuen, wenn sich derjenige meldet, weil der Kunde, in dem Auto ich hier nämlich gerade sitze, der wünscht sich nämlich noch ein schwarzes Interieur, weil grau ist okay, aber schwarz wäre schon, glaube ich, cooler. So, eine Sache wollte ich noch abschließend zum Thema Auto sagen, und zwar, es gibt die Autos ja als Tiptronic und als Handschalter. Ich kann beide Autos empfehlen zu kaufen. Der Tiptronic ist sehr, sehr langsam, wenn man mal ein moderneres Auto gefahren ist, von den Schaltzeiten her. Gibt es aber Abhilfe, haben ein cooles Tuning für. Gibt es verschiedene Ventile, die bauen wir in die Mechatronikeinheit ein, erhöhen dann noch ein bisschen den Öldruck. Wir können die genauso programmieren, das heißt quasi, wir können Schaltdrehzahl erhöhen, wir können Öldrucke erhöhen, Drehmomente erweitern, also beziehungsweise hochsetzen und so weiter und so fort. Also da gibt es vieles cooles Tuning für, also scheut nicht zurück, auch ein Tiptronic zu kaufen. Mit wenigen Handgriffen fahren die Autos sehr, sehr gut und machen echt viel Spaß. Es gibt aber eine Sache, die muss ich mitgeben auf dem Weg, wenn man sich so ein Tiptronic-Fahrzeug anguckt. Und zwar, das machen alle. Egal ob es 997 Turbo oder 996 Turbo oder Carrera oder was auch immer ist. Jedes Auto, was hier Tiptronic drin hat und Allrad ist, hat meistens eine Undichtigkeit zwischen dem Allradantrieb und dem Getriebe selbst. Der ist nämlich eigentlich nur original eine Papierdichtung dazwischen. Die saugt sich natürlich leider über Zeit voll mit Öl, deswegen verlieren die Autos an der Stelle immer Öl. Also das kommt sehr oft vor, wenn man sich so ein Auto anguckt, dass Öl zwischen Motor und Getriebe ist und man denkt, der Motor ist undicht. Nein, es ist meistens nicht der Motor, es kommt eigentlich fast immer vom Getriebe. Weil das Getriebe hängt nämlich nicht ganz gerade drin, sondern so ein bisschen schräg und deswegen läuft es natürlich schön runter bis zum Motor hin. Handschalter kann man genauso kaufen, gibt ein großes Problem am Handschalter, hat was wieder mit dem Alter zu tun, meistens ist die Kupplung fertig. Kupplung, Druckplatte ist meistens hin. Man muss sich überlegen, Auto ist ja 20 Jahre alt, die Technik war damals noch nicht so gut, viel Drehmoment, viel Leistung. Wenn man jetzt jemanden auf dem Auto hatte, der nicht so ein guter Autofahrer vorher war, viel mit schleifender Kupplung gefahren, also eigentlich fast immer bei jedem Tuning, was wir machen, beim 996 Turbo mit Handschaltung, machen wir eigentlich fast jedes Mal die Kupplung mit. Und zwar auch immer gleich der bessere rein, weil es macht natürlich keinen Sinn, wieder Serienbauteil zu verbauen, wenn man sagt, man möchte sowieso Tuning machen und ein bisschen mehr Drehmoment. Ja, das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Ach genau, 996 Turbo. Wenn man Tuning machen möchte, gibt es ein großes Problem bei dem Handschaltergetriebe. Und zwar das Handschaltergetriebe ist eigentlich vom Aufbau, ja, so wie beim GT2, GT3, 997, 996, ist alles das Gleiche. Der hat eine relativ dünne Eingangs- und Ausgangswelle.
was zur Folge hat, wenn man hohes Drehmoment fährt in den Autos, biegen sich die Wellen auseinander, die Zähne greifen nicht mehr richtig ineinander und der dritte Gang reißt ab. Gibt es aber auch Abhilfe für, wir haben Versteifung für das Getriebe, innen und außen. Das heißt quasi, die Wellen werden gegenseitig abgestützt, dass sie sich nicht mehr wegdrücken können. Und wir verbauen immer noch einen verstärkten dritten Gang ein aus besserem Material, dass selbst wenn sich die Welle ein bisschen auseinander biegen sollte und die Zähne nicht mehr vollständig ineinander greifen, dass sie trotzdem nicht direkt zerbröseln. Das war es im Prinzip, das, was ich jetzt erstmal sagen wollte zu dem Auto selbst. Was sind Probleme, worauf muss man achten? Warum sollte man einen 996 Turbo kaufen? Wir haben jetzt viele Sachen gesagt, was entweder dagegen spricht oder worauf man darauf achten sollte. Also, mir machen die Autos unglaublich viel Spaß zu fahren. Selbst mit kleinem Tuning ist es unglaublich, wie viel Emotion man aus seinem Auto rausholen kann. Also mein Lieblingsvergleich ist immer, man fährt einen 996, man fährt einen 997. So. Ich erinnere mich an einen Tag, da war ich mit meinem Dad freitags, da war ich noch jünger, habe ich gerade meine Ausbildung angefangen, habe Probefahrten gemacht, Abnahmefahrten, weil die Kunden ihre Autos abholen. So, und dann sind wir zuerst 997 Turbo gefahren, 1000 PS. So, und wir geben Gas, Auto beschleunigt, beide gucken sich an, boah, Auto geht richtig gut, macht richtig Spaß. So, und ich sage, komm, als nächstes fahren wir den 996. Haben uns einen 996 reingesetzt mit 800 PS. Wir fahren unsere Messung durch, so unser Prozedere ab, aber Papa und ich, wir gucken uns an und sagen, waren das wirklich 800? Das fühlt sich mindestens genauso an wie 1000 PS im 997. Liegt daran, dass die Hinterachse deutlich schmaler ist, die Reifen sind schmaler, die Windschutzscheibe ist ein bisschen mehr gekippt, ABS bzw. PSM in den Autos funktioniert noch nicht so gut, deswegen ist die Emotion viel stärker. Man hat das Gefühl, man muss ein bisschen mehr mit dem Auto kämpfen, deswegen der Fun-Faktor ist definitiv da bei dem Auto. Und im Endeffekt ist es ja fast wie ein 997 Turbo. Der 997 Turbo ist natürlich nur die nächste Stufe zu dem Auto. Also als Einsteiger kann ich sagen, ist es ein cooles Auto. Auch nicht unbedingt als Einsteiger. Wir haben das in letzter Zeit sehr oft, ist so ein Nostalgie-Ding. Die Leute sind damit groß geworden, könnten sich auch einen 997 Turbo kaufen, kaufen sich aber trotzdem den 996, weil sie sagen, das ist das Auto aus meiner Kindheit, was mich damals einfach so abgeholt hat. Und kann ich völlig nachvollziehen. Ich finde das cool, ist Geschmackssache. Ich finde, es passt zu dem Auto, es passt zu der Zeit. Er tanzt so ein bisschen aus der Reihe, gibt dem Auto auch so ein bisschen mehr Charakter, finde ich. Ist auf jeden Fall eine coole Nummer. 996 Turbo, macht Spaß zu fahren, kann ich nicht anders sagen. Das war im Prinzip das Schlusswort zu dem Turbo. Gehen wir mal auf ein anderes Fahrzeug der 996 Baureihe ein, und zwar auf den 996 Carrera. Viele Leute meinen, der 996 Carrera und der Turbo sind sich super ähnlich. Von der Optik ja, und da hört es dann im Prinzip auch auf. Das Problem ist bei dem Carrera, der Carrera hat einen Motor drin, der nicht bei Porsche entwickelt worden ist, sondern eigentlich bei Audi. Der hat eigentlich nichts mit dem normalen Porsche-Motor zu tun. Also, wenn man kennt einen normalen Boxer-6-Zylinder aus den alten luftgekühlten, das waren immer die sogenannten Metzger-Motoren. Gab es beim 996 Turbo, GT3 und GT2 auch, beim Carrera nicht. Die haben damals gewechselt aus einem einfachen Grund. Der Motor hat Porsche damals das Genick gebrochen. Der Metzger-Motor war zu teuer in der Produktion und deswegen sind sie bei dem Carrera umgestiegen auf einen anderen Motor, weil sie wussten, davon werden sie wahrscheinlich mehr verkaufen als von den Fahrzeugen. Also ist da mehr Gewinn über. Ja, deswegen wurde dann dieser andere Motor bei Audi konzipiert. Das Problem bei dem Motor ist, die Motoren gehen schon serienmäßig kaputt. Meistens zwischen 100 und 120.000 Kilometern. Hat was damit zu tun, dass die Zylinder Nikasie beschichtet sind. Die Wasserpumpe, also wenn man sich das erstmal so vorstellt, Wasserpumpe ist eingelassen auf der Zylinderseite 1 bis 3 im Block selbst. Das heißt, das Wasser muss von da aus bis zu den letzten Zylindern durch den ganzen Motorblock laufen. Was natürlich zur Folge hat, dass der letzte Zylinder, meistens Zylinder 5 oder Zylinder 6, unterkühlt sind. Die werden zu warm, die Nikasie-Beschichtung ist ja sehr empfindlich drauf. Ausdehnung, Temperaturen und so weiter, verändert sich alles. Und dann gibt es meistens einen Kolbenfresser an dem Zylinder. Was natürlich zur Folge hat, Motor ausbauen und eine komplette Revision. Wenn man das nicht früh genug merkt mit dem Kolbenfresser. Viele fahren weiter, weil die Autos qualmen immer ein bisschen beim Starten. Qualmen natürlich mehr, wenn man den Kolbenfresser hat. Viele sagen, ach, der hat heute einen schlechten Tag, stand schlecht, fahre ich trotzdem mit, weil sie es gar nicht gemerkt haben. Hat leider meistens zur Folge, dass daraufhin meistens einen Pleulagerschaden gibt. Weil natürlich durch den Kolbenfresser zieht man jetzt ganz doll den Kolben durch die Laufbahn, drückt ihn hoch und runter. Große Belastung fürs Pleulager. Pleulager geht kaputt, meistens Kurbelwelle dann auch kaputt. Hat zur Folge Motorrevision mindestens 12.000 €, wenn man das vernünftig machen möchte, mit Auseinanderbauen, überall Stahlleiner reinmachen, neue Kolben mit neuer Beschichtung, neue Kolbenringe. Also das ist schon echt viel Action. Deswegen, ich will nicht sagen, ich rate ab vom Carrera, aber wenn man nur das Geld hat, um den Carrera zu kaufen und nicht das Auto zu unterhalten und man sich das nicht vor Augen hält, dass der Motor immer mal kaputt gehen kann ich nur von dem Auto abraten. Weil es zieht halt sehr viele Probleme mit sich, weil er hat auch sehr ähnliche Krankheiten wie das Auto. Vorne Wasserkühler undicht, das mit den Stoßdämpfern mit dem Rost. Das heißt, man kauft sich quasi die gleichen Probleme oder Mängel, die so ein Auto haben kann, im Carrera, genauso wie im Turbo. Nur am Schluss, ja,
gibst du relativ viel Geld aus und bekommst meiner Meinung nach relativ wenig, weil du noch sehr, sehr viel Geld wieder investieren musst in das Auto, um lange viel Spaß zu haben. Ich will nicht sagen, es trifft auf jedes Auto zu. Es gibt immer Glücksgriffe dazwischen, es gibt saubere, gepflegte Autos, aber man muss sagen, die Autos waren leider eine Zeit lang so günstig, die Carrera, dass die meisten von den Autos mittlerweile runtergerockt sind. Und deswegen wenig Liebe, da wurde nie viel Geld investiert, deswegen tragen jetzt meistens die Leute, die aktuell so ein Auto kaufen, ja, das Problem, dass sie alles reparieren müssen und bezahlen müssen. Deswegen, ich kann leider sagen, aus meiner Sicht keine Empfehlung für 996 Carrera zum Kaufen und er ist auch nicht tunbar. Weil wenn man jetzt sagen würde, viele fragen, ja, kann ich da ein Turbo-Kit draufbauen? Der Motor ist ja schon Serie mit sich selber überfordert. Wenn man jetzt so einen Turbolader drauf macht, dann ist das Risiko ja noch höher, dass er kaputt geht. Also ich kann davon nur abraten. Wir haben das mal ausprobiert, das fährt eine gewisse Zeit, kommt darauf an, wie man das behandelt, aber in der Regel wird es irgendwann kaputt gehen. Hat doch was mit der Ölpumpe zu tun im Motor. Die Ölpumpe schafft es eigentlich kaum, den Öldruck aufrechtzuerhalten für den Originalmotor. Und wenn man dann noch Turbolader dran hängt, das System wird immer größer, ist natürlich klar, muss die Pumpe mehr arbeiten, kann sie aber nicht, ist ja auch egal, Motor geht kaputt. Also von daher kann ich nur von abraten, kauft einen schönen 996 Turbo. Für den haben wir nämlich auch viele Kits und Eintragungen. Vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch Fragen habt zum 996, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir die ja beim nächsten 996 Video beantworten. Es wird nämlich demnächst wieder ein 996 Video kommen mit einem Umbau und zwar von Anfang bis Ende. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ist Handschuhfach. Es gibt die Autos mit und ohne Handschuhfach. Was? Moment, Hilfe. So, jetzt sitzen wir hier einmal im Innenraum. Zum Innenraum gibt es aber gar nicht viel zu sagen. Ich fange mal an. Oh, schade. So, jetzt erzähle ich hier noch was zum 996. Warum soll man den kaufen eigentlich, ne? Schön. Gar nicht. Gar nicht, nein. Also. Ja, danke fürs... Nee, ich gehe jetzt einfach.